Guten Abend, meine Damen und Herren. Wie geht es Ihnen heute? Nee, Quatsch, nur ein kleiner Scherz am Rande. Was geht ab, Leute? Im heutigen Video würde ich gerne auf Deutsch reden, da ich in den letzten zwei Videos auf Spanisch bzw. im anderen Chinesisch geredet habe. Aber vorab würde ich mich gerne denjenigen vorstellen, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist David Martin. Ich komme aus San Diego, California. Ich bin Linguist, Übersetzer, Dolmetscher und Experte für Fremdsprachenerwerb. Heute würde ich gerne über die Aussprache des Spanischen reden. Und zwar ganz konkret über die Aussprache, die richtige Aussprache des spanischen D. Ich wurde inspiriert, um dieses Video zu machen, deswegen, weil viele Leute, die ich coache, Schwierigkeiten mit der Aussprache des spanischen D haben. Und zwar nicht deswegen, weil sie nicht in der Lage wären, das richtig zu machen, sondern weil man im Fremdsprachenunterricht leider einfach nicht lernt, was es für, wie man das D, weil es gibt ja 3 verschiedene Arten von D im Spanischen, werde ich gleich ansprechen, wie man das richtig auszusprechen hat. Da es 3 verschiedene Arten von D gibt im Spanischen und um zu vermeiden, dass dieses Video allzu lang wird, werde ich heute nur über die erste Art des D sprechen, und zwar das D im Anlaut im Spanischen. Das D im Anlaut, was heißt denn das überhaupt? Wenn etwas oder ein Laut im Anlaut ist, dann heißt es, dass es am Anfang der Silbe ist. Und das Beispiel, was ich euch heute geben wollte, ist ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Wo bist du? ¿Dónde estás? Ich sage das davor, also das heißt, bevor ich damit anfange, euch das zu erklären, weil ich möchte, dass ihr ganz genau hinhört, wie ich das sage. ¿Dónde estás? Und vor allem guckt ganz genau hier hin. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vielleicht habt ihr schon eine Ahnung davon, was ich gleich ansprechen werde, aber bevor ich das erkläre, werde ich das kurz an die Tafel schreiben. Wie würde ein Muttersprachler des Deutschen das Wort ¿Dónde aussprechen, wenn er gar keine Ahnung hat, wie man Spanisch auszusprechen hat? ¿Dónde? ¿Dónde? Und ein Muttersprachler des Englischen ¿Dónde? ¿Dónde? Oder ¿Dónde? Ne? Was merkt man, was merkt ihr? Wo ist der Unterschied oder worin besteht der Unterschied zwischen dem ¿Dónde und dem ¿Dónde? Das D ist im Deutschen bzw. im Englischen viel, viel härter. Es ist ein alveolarer Verschlusslaut. Das heißt, dass die Zunge am Zahndamm hinter den Zähnen liegt und es ist ein Plosiv, ein Verschlusslaut. Das heißt, dass es knackt, wenn man es ausspricht. D wie Dach oder Deutsch. Ne? Und auf Englisch Dentist. Ne? Aber auf Spanisch ist das D gar nicht alveolar, sondern dental. Dental. Das heißt, dass die Zunge wirklich an den oberen Schneidezähnen liegt. Und es ist nicht plosiv, sondern ganz, ganz ganz weich auszusprechen. ¿Dónde? ¿Dónde? Es ist fast wie ein englisches TH. ¿Dónde? Man kann merken, ob man das richtig macht oder nicht, wenn man tut einfach die Hand vor den Mund, sagt ¿Dónde?, ne, wie man das auf Deutsch aussprechen würde, ¿Dónde? ¿Dónde? Und man fühlt wirklich, wie die Luft rausgepresst wird aus dem Mund. Aber wenn man das richtig macht auf Spanisch, dann fühlt man gar nichts. Dann kann man die Luft gar nicht spüren. Und genau so sollte es sich anfühlen, bzw. nicht anfühlen. ¿Dónde? ¿Dónde? Versucht das einfach mal. Ich wollte, dass ihr auch wisst, wie man das richtig schreibt, falls ihr IPA, das heißt International Phonetic Alphabet, falls ihr irgendwann mal die Lautschrift lernen wollt oder einfach nachgucken wollt, dann werdet ihr sehen, dass ein spanisches D so geschrieben wird. Und zwar deswegen, weil es dental ist. Das heißt einfach, dass es dental ist, dass es nicht an der Position im Mund ausgesprochen wird bzw. erzeugt wird, wie im Deutschen das D oder im Englischen, sondern ganz, ganz vorne. Ich glaube, das reicht für das heutige Video.
Und im nächsten Video werde ich das sogenannte intervokalische D ansprechen, das heißt ein D zwischen zwei Silben. Ich hoffe, das hat euch geholfen und dass euch das Video gefallen hat. Ich freue mich auf eure Kommentare und auf eventuelle Einwände eurerseits und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.